Yeah. Autofahrt vorbei, erster Place erreicht, knappes Stündchen. Heute beschäftigen wir uns mit schwerem Gerät, allerdings nicht sowas. Ihr werdet sehen. Nochmal, wie heißt das Ding? Das ist eine Rückhaltlinie. Das ist so Steinspitzen, die aufgestellt wurden, um Panzer aufzuhalten. Ja, zeigen wir euch das mal aus der Nähe. Also ich kannte nur diese zusammengeschweißten Stahlbalken, diese Xe. So habe ich die Dinger noch nicht gesehen. Aber gut, da hat selbst ein Panzer Probleme drüber zu kommen. Fittet die da nicht einfach drüber? Scheinbar nicht. Der wird dadurch anscheinend aufgehalten. Na gut. Da haben wir es schon verraten. Wir gucken uns heute Panzer an. Bis gleich beim ersten Modell. Guck mal, die sind auch alle miteinander verbunden. Ja, hier ist, scheinbar wurden die gegossen oder so. Hier ist in der Mitte quasi so ein Kreuz. Ne, gegossen nicht. Das waren doch gegossene Stücke, die hier dann nur fertig abgelegt wurden. Damit du die wahrscheinlich nicht so schnell entfernen kannst und dann sie nicht Schnuppe umkippen. Ja. Und wenn der Panzer da drauf fällt, dann bockt er sich so auf und liegt dann schräg. Das Ja, und dann haben die Ketten keinen Grip mehr. Und dann hängen die da. Ja, so. Guck mal, die sind auch stahlverstärkt. Oh, ja, Hier sind noch Stahlstreben drin, damit die nicht einfach umfahren können. nicht wegmeißeln. Ja, meinte ich ja, ne? Über Steinen, das wird ein Panzer wahrscheinlich einfach wegbrechen und drüber rappeln. Aber hier liegt eine Patrone. Aber eine Übungspatrone aus Plastik. So, da sind wir bei dem ersten Gerät und wir haben mal ein bisschen für euch recherchiert. Es ist der Lang HS Schützenpanzer. Hier seht ihr schon die fetten Ketten, den fetten Kettenantrieb. Sieht ein bisschen aus wie eine Badewanne auf Rädern, oder? Ja, dicke Schüssel. Das ist eine dicke Wanne. Das hier ist die Front mit einer fetten Panzerung. Da kann man schon den Unterschied hören, wenn man mal hier klopft und mal hier klopft. Ja, Hat aber auch schon gute. Oh ja, hier nicht. da nicht. Ja, von oben sind die Dinger wenig gepanzert, eher von den Seiten wahrscheinlich. Du Ne? kommst ja gefühlt mit einer Software. Diese Schrägen sind halt das, was abwehren soll. Ach, guck mal, sogar das Gummi ist noch ein bisschen dran. Was für ein Gummi? Die hatten früher hier fette Gummibacken dran, wenn die über Asphalt fahren, um die Straße zu schonen. Okay. Oben ist sie schon komplett weg, hier sieht man es noch. Ein Gummirest, okay. Muss ich mal anfassen. Ja. Ja, und hier war der Einstieg. Lüftung. Und dann saßen die Jungs quasi da drinne. Ich zeige euch das gleich nochmal von oben. Man könnte hier auch reinkraxeln, aber viele scharfe Metallkanten. Mal schauen. Und hier oben kraxel ich mal kurz hoch. Jo, da saßen die Jungs dann drin. Da sieht man noch die Sitze. Und hier konnte dann das Maschinengewehr bedient werden. So, ich habe den Panzer gestürmt. Frieden! Was ist das denn? Guck mal, das sind so Pedale. Ja, bei den Panzer hast du bei manchen ja keine richtige Lenkung. Da lenkst du, Da glaube ich, mit hast den du so Pedalen. Pedale. Und hier ist so ein Ding zum Kurbeln gewesen. Wahrscheinlich so ein Periskop oder sowas, dass hier rausgucken Vielleicht konnten. war es da drauf, wo jetzt diese Kappe drauf geschweißt ist. Spannend. Schwierig zu sagen. Wenn ihr mehr Infos darüber habt, schreibt es gerne in die Wir Kommentare. zeigen euch das Ding auf jeden Fall, glaube ich, nochmal als Originalbild, Ja. oder? Wird an Gut. dieser Stelle nochmal eingeblendet. Bei jedem Panzer, glaube ich. Ja. Weiter zum nächsten. Das war der HS Lang Schützenpanzer. Gute 10 Minütchen durch den Wald gelatscht, 1, 2 Patronen gefunden und schon sind wir am nächsten Panzer. Da steht er, der Patton M74. Und hier, das war scheinbar so eine Übungsstrecke. Aber die Ketten schön durchzukriegen. Da hinten waren auch so nopplige Hubbel auf der Straße. Stimmt, mussten die hier mal üben, schwieriges Gelände zu heizen. Das war somit der größte, der hier steht, ne? Ich glaube ja, müsste der. Da hat mir mal den Verbrauch gecheckt. Das Ding frisst irgendwie 1500 Liter in der Stunde im Feld. Also hat 700 Liter Tank. Das heißt, das fuhr eine halbe Stunde durch die Gegend. Muss dann betankt werden. Ein Ungetüm, ein Monster, guckt euch an. 47 Tonnen mit Bewaffnung und 41 Tonnen leer. Also ist schon eine ganz andere Nummer als der Schützenpanzer eben. Der war gerade mal so hoch wie die Ketten von dem ganzen Gerät. Dickes Kanonenrohr. Ich glaube, da waren so Spiegel drin, dass sie so rausgucken konnten an den Seiten. Oder so ein Spiegelsystem.
Hier noch eine Öffnung fürs Maschinengewehr. Der hat ja eine Zentimeterbelastung von 1 Kilo pro Zentimeter, also der drückt alles platt. Ja, da ist der Boden danach verdichtet. Das scheint der Motor zu sein. Ja, Tatsache. Na Jungs, wie seid ihr damals da drauf gekraxelt? Ich glaube, hier auf dieser Anhängerkupplung ist gar nicht verkehrt. Oh. Zack. So. Panzergrenadier Sash ist bereit. So, Urbex Discovery Panzerbataillon vorwärts. Krass, hier ist die Klappe. Oh, die kann man nicht mehr öffnen. Oh, schade. Ha. Kann man das sehen? So, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was erkennen jetzt. Ich sehe selbst kaum was. Kraxel, da ist irgendein Pedal. Satt. Ah, hier kann man mal reinschauen. Cool. Oh, hier ist noch die Ladevorrichtung. Ich halte die Kamera ganz rein. Sitzplätze. Da dieses Pedal. Ach nee, das ist ein Sitzplatz, oder? Ich kann es von hier selbst gar nicht so gut sehen wie ihr. Da saß der Schütze. Krass. Wenn man sich diese Dimension mal vorstellt, was das für ein Riesending ist. Und mittlerweile gibt es ja noch fettere. Ja. Vorwärts, Marsch! Ja, chillig, mal hier auf so einem Panzer rumzuhängen. Ja, durchaus. Aber begeben wir uns mal weiter. Ja, da sind wir am M51 Walker Bulldog. Und direkt mit einem Blick in sein dickes Kanonenrohr. Folgt vom Motor. Yeah. Cool, da können wir rein. Wo kommt man hier am besten hoch? Hier sind doch so Griffe. Das muss doch einen Sinn gehabt haben. So, hier konnten sie dann Fitness, so ein bisschen Laufband. Ab in die Panzer! Verdammt. Gab es hier echt nichts zum Drauftreten? Nee. Dann treten wir mal auf den Außenring. Und suchen unten Halt. Gefunden. So, wo stehe ich denn hier? Auf einer Klappe. Ja, auf dieser Klappe. Okay. Wer hier drin? Sieht aus wie eine Heizung. Setzen wir uns mal auf die Heizung. Das sind krass, das sind so Munitionsbehälter. Satt, wie man die echt noch irgendwie kennt von früher mit diesem X drauf. Amerikanische MG-Munitionsbehälter. Das hier ist tatsächlich das Kanonenrohr. Hier wurde dann so eine dicke Patrone reingeschoben. Hier konnte man zielen. Und hier über diese Spiegeloptik, die da angebaut war, durchgucken. Okay. Aber wie viele Leute waren denn wohl hier drin? Also ein Geschütztyp, ein MG-Typ, der wahrscheinlich da saß. Und wahrscheinlich ein Kommandant oder sowas. Viel mehr passt hier auch gar nicht rein. So, verlassen wir den M41 Walker Bulldog und wenden uns... Ach, da hinten ist noch einer. Krass. Wenden uns diesem dicken Gerät zu. Das ist ein anderer. Da bin ich ziemlich sicher. Aber was ist es? Das sagen wir euch gleich. Und wir haben es rausgefunden. Der M47 Patton Medium Tank mit 90 mm Kanone. 5 Mann Besatzung in dem kleinen Ding. Ganz schön kuschelig, auf jeden Fall. Ja, gucken wir gleich mal rein. Gutes Unterscheidungsmerkmal ist hier diese sternförmige Radnabe, die diese ganze Modellserie hat. Davon gab es auch das Blech geht unter. ein M74, das hier. Ich steige direkt auf die Kette. Zack. Ja, das ist mal ein dicker Motor. Wieder Belüftung. Oh ja, ja, auch das Blech schon durch. Ja, der braucht ein paar mehr PS als die Dinger, die wir bisher gesehen haben. Und was ein fetter Geschützturm. Der sieht aus wie so ein Tripod hier aus Krieg der Welten. Ja,
Der ATST stapft los. Krass. Oh, riecht das nach Öl. Ja, rein in den Palast. Wie schranzig, aber das ist ja nur, okay, das ist zweigeteilt hier die Kammern. Ja, hier hast du einmal den, Hier ist wahrscheinlich den Ladeschützen und den Schützen. hier vorne Fahrer. Fahrer. Hier ist auch noch ein Platz. Und hinten bestimmt Funker und Offizier oder so. Ja, wohl Ladeschütze. Muss ja hier mit sitzen, ne? Aber der Speicher für die Munition ist ja weiter unten. Okay, gucken wir uns das mal von innen an. Nimmst du mal kurz. Man kann hier immer auf diesen Ring steigen, der das ganze Ding hält und vielleicht wieder ohne Rucksack. Ich bleibe im Panzer, bis der Krieg vorbei ist. Okay. Also hier war sicher mal irgendeine Art Boden drin. Ich glaube nicht, dass die hier so komisch stehen mussten. Nee. Okay. Hier haben wir wieder das Kanonenrohr. Mit dieser Ladevorrichtung. Hier auch irgendwie so ein Sitzplatz, wo einer hocken konnte und wieder hier rausguckte. Genau, aufgebaut wie der davor. Hier war bestimmt Lagerraum für Muni oder so. Okay, da ist noch ein bisschen vom Motorteilen zu sehen. Ja. Vorne die Sitze für Fahrer und ja. Was macht der andere? Funker wahrscheinlich. Mhm. Hier auch noch so irgendwelche alten Pedals oder so. Hier könnte irgendwas drin sein. Müssen wir euch mal Bilder von innen zeigen, wie die Dinger früher original aussahen. Dann wieder rausgekraxelt. Kein Panzer, auf dessen Rohr ich nicht gesessen habe. Tanktime! Ja, also nachdem hinten wirklich alles als Motor- und Lagerraum verbaut ist, kein Platz für Leute, müssen die echt alle 5 hier drin gehockt haben. Und auf den 2 Plätzen. Und auf den 2 Plätzen, also 2 da, 3 hier in dieser Mittelkanzel. Da ist es richtig muckelig. Ja, und im Einsatz sind die dann auch mal vielleicht ein paar Wochen so unterwegs. Schläft man eigentlich auch dann da drin? Ja, ne? Ja, was sonst? Also lieber drin als draußen. Da hinten ist noch einer. Da als nächstes hier. Das ist ein bisschen tiefer gelegt hier. Muss man wenigstens nicht so hoch kraxeln. Auch komfortabel. Cool, wen haben wir denn hier? Wer bist du denn? Ich glaube, das ist der gleiche, oder? Diese sternförmige Narbe. Und der letzte eingewachsene M47 Patton. Am Rohr. Diesen Brillen. Eben auch schon eine Seriennummer zu dem Ding gesehen. Aber hier gibt es leider keinen Weg rein, wie ich gehört habe. Bei den meist zerstörten haben sie sich am meisten Mühe gegeben, die zuzumachen. Komisch. Krass, diese Klappen halten einfach nur aus Stahl noch. Hier ist die Seriennummer. Sehr satt. Ein Blick rein, aber dürfte genauso aussehen wie der letzte. Ja, hier wieder diese Ablage für das Kanonenrohr. Hier dieses Gegengewicht. Ja, sieht genauso aus. Habt ihr ja schon gesehen. Aber cool, hier kann man wenigstens noch mal von hinten reinschauen. Da so Zuluft oder Also sowas. halten die Zugriff zum Motorraum vom Cockpit aus, ne? Ist das eine Klappe? Ja, ne? I can tell. Vielleicht um so kleinere Arbeiten zu machen oder so. Aber du kannst ja von oben auf jeden Fall aufklappen, wie das aussieht. Ja. Das Griffe, die kannst du alle aufmachen. Zack. Ja, sicher, dass der Motorblock geschützt war. Ja, mega spannend. Yay, und so verabschieden wir uns von den M-Panzern und den Schützenpanzern, dem Militärgebiet. Den Kratern. Mit einem letzten Blick auf Mr. M74, der hier neben einem Shelter steht. Jo, vielen Dank fürs Zugucken. Lasst uns ein Abo da. Bis dann.